König Midas und die goldene Berührung. König Midas lebt in einem großen und reichen Königreich. Er hat ein schönes Schloss, viele Diener und große Gärten. Die Menschen in seinem Land arbeiten viel. Das Königreich ist reich und Midas besitzt sehr viel Gold. Gold ist für König Midas das Wichtigste im Leben. Er sammelt Goldmünzen, goldene Becher und wertvollen Schmuck. Oft sitzt er in seinem Schatzraum und betrachtet seinen Reichtum. Trotzdem denkt er immer wieder: Ich brauche noch mehr Gold. Seine Tochter versteht das nicht. Sie liebt die Natur, die Blumen und die Tiere. Oft lädt sie ihren Vater zu einem Spaziergang im Garten ein. »Komm mit, Vater«, sagt sie, »das Wetter ist schön.« Aber Midas antwortet: »Vielleicht später. Ich möchte zuerst meinen Schatz ansehen.« Die Tochter ist enttäuscht. Sie wünscht sich mehr Zeit mit ihrem Vater. Eines Tages kommt ein geheimnisvoller Mann zum Schloss. Niemand weiß, woher er kommt. Er besitzt besondere Kräfte. König Midas empfängt ihn freundlich. Er gibt ihm gutes Essen und einen Platz zum Ausruhen. Am nächsten Morgen möchte der Mann weiterreisen. Bevor er geht, sagt er zu Midas: »Du bist freundlich zu mir. Deshalb darfst du dir etwas wünschen.« Midas denkt nicht lange nach. »Ich wünsche mir, dass alles aus Gold wird, was ich berühre.« Der geheimnisvolle Mann sieht ihn ruhig an. »Bist du sicher?« »Ja«, antwortet Midas. »Das ist mein größter Wunsch.« Der Mann nickt. »Gut, ab morgen besitzt du diese Kraft.« Dann verlässt er das Schloss. Am nächsten Morgen wacht Midas auf. Neugierig legt er seine Hand auf sein Bett. Sofort wird das Bett zu Gold. Midas erschrickt einen Moment. Danach lächelt er. Er berührt einen Stuhl. Auch der Stuhl wird zu Gold. Dann legt er seine Hand auf einen Tisch. Der Tisch glänzt plötzlich wie die Sonne. Jetzt versteht Midas, dass sein Wunsch wahr wird.
Voller Freude läuft er durch das Schloss. Er berührt Türen, Vasen, Becher und Bilder. Alles wird zu Gold. »Das ist wunderbar«, ruft er. »Jetzt bin ich der reichste König der Welt.« Die Diener sehen das goldene Schloss. Sie können ihren Augen kaum glauben. Zur Mittagszeit bringt ein Diener frisches Brot, Käse, Obst und Wasser. Midas nimmt das Brot in die Hand. Im selben Moment wird es zu Gold. Verwundert greift er nach einem Apfel. Auch der Apfel wird zu Gold. »Das ist seltsam«, sagt er leise. Er nimmt den Becher mit Wasser. Doch auch das Wasser wird zu Gold. Jetzt versteht Midas das Problem. Er kann nichts essen. Er kann nichts trinken. Sein Magen ist leer und er hat großen Durst. Zum ersten Mal macht ihn sein Gold nicht glücklich. In diesem Moment kommt seine Tochter ins Zimmer. Sie sieht ihren Vater an. »Was ist los?« fragt sie. »Warum bist du traurig?« Midas macht einen Schritt zurück. »Bleib bitte dort«, sagt er. Aber seine Tochter versteht ihn nicht. Sie läuft auf ihren Vater zu. Midas möchte sie aufhalten. Er streckt seine Hand aus. In diesem Augenblick berührt er seine Tochter. Sofort wird auch sie zu Gold. Sie bewegt sich nicht mehr. Sie spricht nicht mehr. Vor Midas steht nur noch eine goldene Statue. Der König sieht seine Tochter an. Er kann es nicht glauben. »Nein«, ruft er, »was habe ich getan?« Jetzt erkennt Midas seinen großen Fehler. Gold kann kein Essen ersetzen. Gold kann kein Wasser ersetzen. Und Gold kann keinen Menschen ersetzen. Der König verlässt sofort das Schloss. Er sucht den geheimnisvollen Mann. Viele Stunden sucht er ihn. Endlich findet er ihn auf einem Weg außerhalb des Schlosses. »Bitte hilf mir«, sagt Midas. »Ich will diese Kraft nicht mehr. Ich möchte meine Tochter zurück.« Der geheimnisvolle Mann schaut den König lange an. »Hast du etwas gelernt?« fragt er. »Ja«,
antwortet Midas. Ich verstehe jetzt, dass Gold nicht das Wichtigste im Leben ist. Meine Familie ist viel wichtiger als jeder Schatz. Der Mann nickt. Dann geh zum Fluss. Wasch dort deine Hände. Danach verschwindet die Kraft. Midas bedankt sich und läuft sofort zum Fluss. Er wäscht seine Hände im klaren Wasser. Dann eilt er zurück zum Schloss. Seine Tochter steht wieder im Zimmer. Sie lächelt ihren Vater an. Midas umarmt sie vorsichtig. Diesmal passiert nichts. Er ist erleichtert. Von diesem Tag an verändert sich König Midas. Er verbringt mehr Zeit mit seiner Tochter. Er kümmert sich besser um die Menschen in seinem Königreich. Sein Gold liegt noch immer im Schatzraum, aber es ist nicht mehr das Wichtigste für ihn. Jetzt weiß Midas, Reichtum kann das Leben leichter machen. Aber Gold kann keine Liebe schenken. Gold kann keine Familie ersetzen. Und Gold allein macht keinen Menschen glücklich.